Jo, ich möchte gerne über die Wärmeeinsparung bei der Getränkepasteurisation etwas erzählen. Also wenn man so will, in Richtung Nachhaltigkeit eher nur ein schwacher Beitrag. Es geht eigentlich nur darum, Ressourcen einzusparen, aber wichtiger. Aber ich denke, das passt trotzdem ganz gut hier hin. Ja, wir arbeiten da schon ziemlich lange in verschiedenen Projekten dran. Und ich habe auch vorhin gesehen, da sind ein paar dabei, die zuhören, die da ja auch mitgearbeitet haben. Aber ich glaube nicht an dem, was ich heute berichte. Tatsächlich habe ich bis noch vor 1,5 Wochen gedacht, ich erzähle etwas über unsere Simulation von Mikroorganismusbewegungen in Flaschen. Klingt verrückt, ist auch interessant und birgt Einsparpotenzial. Aber jetzt hat sich ergeben, dass in einer Masterarbeit gerade Ergebnisse schon in einer Brauerei in die Praxis umgesetzt werden und tatsächlich zu Wärmeeinsparungen führen. Das finde ich ganz toll, weil es sind ja viele Studenten jetzt hier, die vielleicht sich da auch inspirieren lassen, sowas mal anzugehen in der Masterarbeit schon. Ich kann also sagen, das ist von Herrn Yannick Nolte, wer den kennt, der noch mittendrin steckt in der Auswertung der Ergebnisse, der aber letzte Woche schon, genau vor einer Woche Montag, die Gelegenheit hatte, das an einem ja doch ganz guten technischen Gremium, also vor Personen, die in dem technischen Management in Brauereien sind, in Berlin vorzustellen. Und wir haben das besprochen. Ich darf dazu heute was sagen. Ich muss aber ein paar Grundlagen vorausschicken, sodass das alle verstehen. Das ist ja hier an ein recht breites Publikum gerichtet. Auch andere, die vielleicht noch später zuhören werden, sollen das verstehen. Ich versuche es mal. Die Pasteurisation von Lebensmitteln und Getränken zielt im Wesentlichen darauf ab, Mikroorganismen abzutöten, aber nicht nur. Aber wir beschäftigen uns heute mit diesem Aspekt. Und Pasteurisation bedeutet, dass man das meistens unter 100 Grad Celsius macht, manchmal auch ein bisschen darüber, aber im Wesentlichen geht es nicht darum, alles an mikrobiellen Keimen abzutöten, sondern nur die, die im Produkt Schaden anrichten. Das wird gleich noch wichtig werden. Ein Weg bei Getränken ist das mit solchen Kurzzeiterhitzungsanlagen zu machen, Wärmetauscher mit Heißhaltestrecken. Das verfolgen wir heute jetzt nicht, ist auch interessant. Nein, wir schauen uns die Gebinde-Vollpasteurisation an. Da schickt man also ganze Flaschen, verschlossene, schon befüllte Flaschen oder Dosen beispielsweise, durch solche riesigen Apparate, wie man das hier rechts im Foto sieht. Meistens sind das also solche Tunnelpasteure, die dann eben ja letztendlich solche Duschen beinhalten. Also die Flaschen werden beregnet, langsam aufgeheizt und wieder abgekühlt, sodass sowohl die Verpackung und das Produkt, das ist der große Vorteil, beides dann schon im verschlossenen Zustand behandelt werden kann. Wenn wir von Wärmeeinsparung sprechen, dann müssen wir auch über das Thema Rekuperation sprechen. Und deswegen zeige ich nochmal ein Bild von jetzt einem doppelstöckigen Pasteur. Ich hoffe, man kann das erkennen. Links gehen Flaschen rein und rechts wieder raus. Jetzt schaut zunächst mal alle auf die Farben. Die zeigen nämlich die Duschwassertemperatur. Und das Rote ist dann letztendlich die heißeste Zone, in der dann die Maximaltemperatur erreicht wird. Unten kann man das so sehen, sieht man hier also ungefähr den Temperaturverlauf, den man in der Flasche annehmen würde, sodass der also hochgeht und dann heiß gehalten wird und dann wieder abgekühlt wird. Die Rekuperation, das ist jetzt interessant, dahinter steckt jetzt diese ganzen Rohrleitungen hier und die Wärmetauscher. Rekuperation ist was ganz Tolles, was man machen kann, wenn man kontinuierliches System hat. Das haben wir hier, auch übrigens bei der KZE. Technisch würde man sagen, wir haben zeitliche Konstanz. Das heißt nichts anderes, als dass also zu jedem Zeitpunkt immer das Gleiche passiert. Es gehen also immer Flaschen rein und müssen aufgeheizt werden und hinten kommen immer welche raus, die wieder abgekühlt werden müssen. Wunderbar. Das heißt, wir können die Wärme von denen, die abgekühlt werden müssen, nutzen, um sie vorne wieder einzusetzen bei denen, die aufgeheizt werden. Deswegen diese ganze Ventilmimik. Damit kann man schon mal ziemlich viel Wärme einsparen. Da sind wir also eigentlich schon ziemlich weit. Aber dennoch ist der Pasteur einer der größten Wärmeverbraucher in Getränkebetrieben, wenn er denn da vorhanden ist, wenn er benutzt wird, auch in Brauereien. Und die Wärme geht hier rein, hier über Frischdampf in die heißeste Zone. So, und da setzen wir jetzt an heute, denn man kann unglaublich viel Wärme sparen, wenn man die Temperatur, die wir hier erreichen wollen, absenkt. Wir werden also gleich davon sprechen, dass wir die Temperatur um ungefähr 5 Grad Celsius absenken und das macht unheimlich viel aus. Übrigens kann man dann diese Apparate auch sehr viel kleiner bauen, nicht so lang.
was auch ein ganz schöner Vorteil ist. Ja, wir brauchen allerdings auch, um das, ich meine, ich könnte jetzt sagen, okay, wir haben das erreicht, wir haben jetzt 55 Grad statt 60 Grad Prima und Wärme eingespart, aber jetzt wollen Sie und wollt ihr ja auch alle verstehen, warum kann sich so eine Brauerei das erlauben? Warum kann sie sich das trauen? Ich meine, hier geht es um einen CCP, also einen Critical Control Point. Da muss man natürlich auch aufpassen, dass nachher nichts schief geht. Also, um das zu verstehen, muss ich jetzt ganz kurz ein bisschen einsteigen in die Kinetik der Abtötung, aber wirklich nur ein bisschen. Wir sehen jetzt hier mal ungefähr, wie das Modell ist, was man sehr gut auf die meisten Abtötungsvorgänge mit Hitze anwenden kann. Das nennt sich auch First Order Law, das kann man relativ leicht herleiten, das ist also eine exponentielle Abnahme. Einfach gesagt, am Anfang sterben viele schnell ab und dann später geht es ein bisschen langsamer. Ich habe hier mal Keimzahldichten aufgetragen, also Zellen oder koloniebildende Einheiten pro Milliliter zum Beispiel, 1, 10, 100. Weil wir oft noch viel mehr haben, ist das schwierig aufzutragen. Man benutzt dann oft einen logarithmischen Auftrag. Wenn wir also 1, 10, 100 Millionen oder so eben als Zehnerpotenz darstellen, alle, die jetzt hier zuhören, wissen, wie das aussieht, dann kann man das logarithmieren und man hat sozusagen nur noch die Potenz, die dann an der Seite steht. Also das zeige ich ganz bewusst, weil wir das eben gleich noch brauchen, um die Ergebnisse dann auch richtig einordnen zu können. Aber eine wichtige Sache möchte ich doch jetzt mal sagen, weil da gibt es immer Missverständnisse. Wenn wir jetzt eine Keimzahlreduktion machen und wir kommen auf irgendwas von 1 Keim pro Milliliter, ist das noch einer zu viel vermutlich. Was ist, wenn wir 0,1 Keim pro Milliliter haben? Ist das dann, so könnte man meinen, ein Zehntel Keim, ein Fragment, das nicht mehr leben kann? Das wäre natürlich falsch. Man muss wissen, dass das ein statistisches Modell ist. Der Ansatz könnte natürlich auch mit einer ganz anderen Einheit sein. 0,1 Keime Zellen pro Milliliter heißt nichts anderes wie einer pro 10 Milliliter. Und 0,01 heißt einer pro 100 Milliliter. Deswegen bitte beachten, das ist auch noch wichtig. Wenn wir also eine Keimzahlabnahme anschauen, dann könnte das zum Beispiel sein, dass wir von 1000 koloniebildenden Einheiten auf 0,01, habe ich gerade erklärt, reduzieren. Und man kann das dann eben auch logarithmisch so darstellen, das wäre dann letztendlich von 3 auf -2, also 5 logarithmische Stufen, also eine sogenannte Log-5-Abtötung. Das ist so der übliche Jargon in der Praxis. Weil wir es gleich nochmal so sehen, das ist jetzt nur Potenz- oder Logarithmusgesetz, das kann man auch so darstellen als Bruch, ist genau das Gleiche. Vielleicht sind wir fertig mit der Einführung, aber ich muss noch erklären, wie man eigentlich die letale Dosis, also die Hitzedosage sozusagen, die wir applizieren, bemessen kann, wie letal sie wirklich ist. Das machen wir im Getränkebereich mit den PE-Einheiten, also Pasteur-Einheiten. Wir sehen jetzt hier nochmal aufgetragen, jetzt logarithmisch die Abtötung nach diesem First Order Law. Und jetzt sehen wir, wie man diese PE berechnen kann. Da geht nämlich die Ausgangskeimzahl N0 und die angestrebte Endkeimzahl N ein. Und Logarithmus von dem Bruch ist letztendlich wieder diese zum Beispiel 5 logarithmischen Stufen. Das könnte also 5 sein. Das zweite, was hier reingeht, ist der D-Wert und auf den kommt es uns gleich an. Das ist ein Wert, den man im Labor bestimmt, der für jeden, Achtung, wichtig, für jeden Mikroorganismus und für jede Temperatur wahrscheinlich unterschiedlich ist. Jedenfalls, das wäre reiner Zufall, wenn es gleich wäre. Also wenn wir zum Beispiel von 1 Million Keime pro 100 Milliliter, das wäre jetzt hier die Einheit, auf 100.000 reduzieren, hätten wir eine solche logarithmische Stufe oder nochmal um ein Zehntel geringer, dann hätten wir noch so eine Stufe. Und der D-Wert sagt, wie lange man bei zum Beispiel 60 Grad braucht, um eine solche Stufe runterzukommen. So, machen wir das praktische Beispiel mal hier fertig. Wir haben hier 1000 Zellen pro Milliliter. Wir wollen auf eine pro 100 Milliliter runterkommen. Dann wäre das zusammen jetzt eben 5. Der D-Wert, das haben wir im Labor gemessen, ist 1,2 Minuten. Also 1,2 mal 5 sind 6 Minuten bei 60 Grad oder anders gesagt 6 PE. Ja, das heißt, das ist sozusagen das, was wir brauchen an Pasteur-Einheiten. Fast noch wichtiger ist zu messen, was haben wir denn in so einer Anlage drin? Und da haben wir noch eine bisschen kompliziertere Gleichung, aber viele kennen die ja auch schon. Ich mache es trotzdem mal etwas einfacher. Wir tun mal für einen Moment so, als wäre die Temperatur die ganze Zeit konstant. Dann können wir das so schreiben und da ist dann irgendwo die Behandlungstemperatur drin,
die wir irgendwo messen müssen, oder die Zeit auch irgendwo gemessen. Das Problem bei uns jetzt ist, dass wir hier immer noch diesen D-Wert haben und jetzt kommt auch noch dieser Z-Wert hinzu. Ich nehme an, die meisten kennen die aus der Mikrobiologie. Aus vielen D-Werten bei unterschiedlichen Temperaturen kann man den Z-Wert berechnen. Denn was ist denn, wenn ich jetzt nicht bei 60 Grad behandle, sondern bei 61, 58 oder 74? Dann muss ich die Temperaturabhängigkeit der Abtötungskinetik von den Mikroorganismen kennen. Und das sagt uns hier der Z-Wert. Die Schwierigkeit ist nun, dass wir in der Praxis, und ich spreche jetzt mal von der Brauereipraxis, deswegen auch von der Bierformel, dass wir also in der Praxis eigentlich das so ganz grob machen. Ja, was nehmen wir denn jetzt für einen Mikroorganismus? Nehmen wir diesen oder jenen an? Ja, man sagt eben ganz global, wir nehmen einen Z-Wert von 7 oder genauer gesagt 7 Grad Celsius, der hat nämlich eine Einheit. Es geht auf Arbeiten zurück, die fast 80 Jahre alt sind und die, wenn man sie genau anschaut, naja, durchaus überdenkenswert sind. Deswegen haben wir das ja auch gemacht. Das Gleiche gilt für den D-Wert und die Annahme der Ausgangskeimzahl, sodass man heute aus Erfahrungsgründen mit ganz viel Sicherheit sagt, naja, Bier braucht 20 PE und ein Malzbier ungefähr 200. Gut, jetzt zu den Experimenten, die Yannick Nolte gemacht hat, in der Krombacher Brauerei und auch bei uns. Der Ansatz war folgender. Man hat gesagt, wir reduzieren einfach mal die Temperatur. Und ich kann dazu sagen, natürlich ist der Druck groß, weil Energie sehr teuer ist. Noch nicht das wirkliche Programm der Krombacher Brauerei habe ich jetzt mal hier eingetragen. Die gestrichelte Kurve zeigt links, wie so eine übliche Brauerei das normalerweise machen würde bei über 60 Grad. Und rechts, das wäre jetzt so ungefähr das 55 Grad Programm. Die gelbe Kurve in Verbindung mit der rechten Ordinate, also der rechten Y-Achse, sagt, wie die Abnahme ist, wenn man sie so nach einer Bierformel berechnet. Und dann sehen wir, wir kommen von 8 auf -8 runter, also 16 Logstufen, das ist viel. 10, 11 wären gut. Und wenn man das nach klassischen Methode mit 55 Grad berechnen würde, da würde jeder erstmal Angst bekommen, denn da oben passiert ja überhaupt nicht viel, wie man sieht. Yannick Nolte war nun bei uns im Labor und hat 3 Hefen, 2 untergärige, eine obergärige genommen und hat mal die D-Werte gemessen, auch die Z-Werte dann. Die Prämisse sozusagen auf der Brauerei war, Mensch, was ist denn eigentlich wirklich gefährlich? Gefährlich sind unsere Produkte, die Zucker enthalten, das sind Malzbier, das sind manche alkoholfreie Biere, das sind Radler. Und gefährlich sind da gärkräftige Hefen, die aus dem Zucker dann vor allen Dingen CO2 produzieren, aufbauen. Flasche kann beim Konsumenten platzen und kann Schäden anrichten. Also konzentrieren wir uns auf diese Hefen. Das ist eigentlich das, was wir hinbekommen müssen. Diese Kapillarmethode haben wir in Lemgo schon vor langer Zeit etwas verfeinert. Das sieht man ganz links, das ist eine kleine Glaskapillare, in die kommt dann so eine Mikroorganismus-Suspension rein, die wird unter Feuer verschweißt. Man kann dann praktisch ohne Lecktime sehr genau eine Temperaturbehandlung machen und über Verdünnungsreihen dann die Überlebendkeimzahl bestimmen. Das hat Yannick Nolte gemacht, das war unglaublich viel Arbeit. Und jetzt kommt da nur 1 oder 2 Diagramme bei raus zunächst, aber man sieht hier also für die beiden unter- und die obergärige Hefe relativ kurze D-Werte und gut, dass die obergärige etwas resistenter ist, das war gewissermaßen zu erwarten. Das hat er aber nicht nur bei 55 Grad gemacht, sondern auch bei anderen Temperaturen und hat dadurch Z-Werte rausbekommen. Bei der ersten, das ist tatsächlich ungefähr bei 7 gelandet, die anderen sehen schon wieder ganz anders aus. So, und damit können wir jetzt tatsächlich rechnen, wie lange man wirklich behandeln muss und ob die 55 Grad reichen. Wir gehen also jetzt in die Brauerei. Ich zeige nur ein Beispiel aus der Brauerei, weil die anderen sind auch noch gar nicht wirklich so komplett ausgewertet. Wir sehen jetzt hier tatsächlich den Originalverlauf in der gestrichelten Kurve einer von vielen Pasteurisationsversuchen, die er in der Brauerei gemacht hat. Und die gelbe Kurve, nur von mir nochmal, das wäre sozusagen die logarithmische Keimzahlabnahme, wenn man sie mit Bierformel so ganz klassisch berechnet würde. Achtung, jetzt umgekehrt, links ist die Logabnahme und rechts die Temperatur. Wenn wir jetzt mit seinen D- und Z-Werten in diesem Beispiel arbeiten würden, das war in dem Fall ein Malzbier, das mit untergäriger Hefe beimpft wurde. Ich zeige das gleich nochmal.
dann wäre die Keimzahlabnahme aber viel drastischer, also richtig, richtig gut. Und das macht ja erstmal Mut. Ich zeige das jetzt nochmal auf einer anderen Skalierung. Das heißt, links die Skala, die ist jetzt etwas anders. Dadurch zieht sich die gelbe Kurve ein bisschen runter. Aber das mache ich bewusst, weil da möchte ich gleich die Versuchsergebnisse direkt aus der Brauerei mit rein zeichnen. Denn das ist ja bisher nur modelliert. Ja, das ist jetzt das kann man berechnen aus den Laborwerten. Aber Yannick Nolte ist hingegangen und hat sozusagen die Flaschen wirklich beimpft mit Organismen. Beimpft heißt mit richtig, richtig viel Hefen, also sowas wie ein Worst Case. Hat die markiert, hat alle 2 Minuten Proben entnommen, die Temperatur gemessen, aber vor allen Dingen die Lebendkeimzahl dann auch bestimmt im Labor. Und dann sieht das so aus. Und das war super, denn wir konnten sehen, das sind also 5 Versuche. 5-mal hat er das in diesem Pasteur gemacht. Und wie gesagt, nicht nur mit Malzbier und untergäriger Hefe, sondern auch noch mit anderen Produkten. Und das sieht eigentlich ganz gut aus und bestätigt eher, dass die D- und Z-Werte im Labor tatsächlich brauchbar in der Praxis sind. Und ich erweitere jetzt die Skala nochmal und nehme alle anderen Daten weg, weil wir haben, oder ich zeige sie nochmal ganz kurz, wir sehen, dass das ja nur bis etwa 40 Grad hat er Proben hier ausgewertet, weil danach war einfach nichts mehr auszuwerten. Er hat auch ganz zum Schluss am Ende der Pasteurisation natürlich nochmal eine Probe genommen, da war aber auch nichts mehr drin. Also sowas ist dann immer schwierig auszuwerten. Ich glaube, alle kennen dieses Beispiel. Man nimmt einen Eimer Wasser aus dem Bodensee und sagt, es ist kein Fisch drin. Das heißt nicht, dass im Bodensee kein Fisch drin ist, sondern wir können nur sagen, dass in dem Fall in 500 Millilitern kein Fisch ist. Also können ungefähr sagen, wie hoch die Keimzahl maximal wäre, wenn sie denn da ist. Aber vermutlich ist unsere rote Kurve die richtige, denn bisher hat sie sich bestätigt und das heißt, dass wir eine echt große Abtötung bekommen. So, was heißt das jetzt für die Energie? Ich zeige dazu einfach mal die Originalfolie, die Yannick Nolte letzte Woche gezeigt hat. Die Brauerei hat jetzt schon umgestellt. Sie sieht aufgrund der Ergebnislage das Programm mit 55 Grad einfach sicher, ausreichend sicher und hat schon mal abgeschätzt, dass etwa 20 bis 25% Wärmeenergie eingespart werden können. Das war's. Als Cliffhanger vielleicht noch das. Vielleicht gibt es eine Fortsetzung, denn da haben wir uns damit beschäftigt, wie bewegen sich Organismen eigentlich in so einer Flasche und auch da ist nochmal Potenzial drin. Dankeschön.